Hallo, mein Name ist Jorge und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Ich heiße euch im neuen Jahr 2022 willkommen und hoffe, dass ihr gut reingerutscht seid. Das neue Jahr beginnt natürlich mit einem Video zur aktuellen Situation in Kuba. Dieses Video erscheint am 2.1. um 19 Uhr. Zu dieser Zeit werde ich irgendwo in Zentralkuba sein, auf dem Weg von Havanna nach Contramaestre. Aber dazu werde ich zum Ende des Videos noch etwas sagen. Kommen wir zunächst zum eigentlichen Thema dieses Videos. Also abonnieren, liken und kommentieren und ja, jetzt geht's los. Ich habe schon länger nichts mehr zur Wirtschaft Kubas gesagt. Wie ihr wisst, gibt es in Kuba nur noch den Peso Cubano, also den CUP. Dieser hat einen offiziellen Wechselkurs von 27, 28 Peso für einen Euro. Unter anderem wegen der Abschaffung der Devise CUC und der fehlenden Möglichkeit, Peso in eine ausländische Währung wie Dollar oder Euro zu tauschen, hat sich ein weiterer Wechselmarkt ergeben oder entwickelt. Der Euro ist auf der Straße 80 bis 90 und mehr Peso wert. Also wenn man jetzt nach Kuba fliegt, sollte man lieber mehr Bargeld mitnehmen. Die Inzidenz in Kuba ist zuletzt wieder gestiegen. Der Anstieg entspricht etwa einer Verdopplung und liegt nun bei 8,2. Die Impfquote liegt bei knapp 92% für die Erstimpfung und knapp 85% für vollständig geimpfte Personen. Die Maßnahmen sind weitestgehend unverändert. Im öffentlichen Raum muss weiterhin ein Mund-Nasenschutz getragen werden und allgemeine Hygienestandards werden eingehalten. Ansonsten ist aber das Reisen im Land wieder mehr oder minder normal möglich. Mehr oder minder deswegen, weil zum Beispiel die Via Sul-Linie noch nicht alle Routen wieder aufgenommen hat. Via Sul ist die Buslinie, mit der Touristen durchs Land fahren können. Neben dieser gibt es natürlich noch weitere Möglichkeiten, aber Via Sul ist so ziemlich die ökonomischste Variante. Kurze Unterbrechung. Wisst ihr, dass knapp 60% meiner Zuschauer meinen Kanal gar nicht abonniert haben? Von daher würde ich sagen, macht das doch mal schnell und ja, jetzt geht es auch weiter mit dem Video. Danke. Flüge mit Iberia und Air France sind weiterhin eine sichere Bank, sofern man das so behaupten möchte. Condor fliegt auch seit knapp 3 Wochen wieder nach Kuba und bisher sieht es gut aus, dass es auch erstmal so bleibt. Auch bei anderen Fluggesellschaften kann man Flüge buchen, nur hört man da in diversen Gruppen und Foren, dass die Flüge weiterhin storniert werden. Also um sicher zu gehen, am besten bei der Fluggesellschaft anrufen, bevor man online bucht. Die Einreisebestimmungen ändern sich wieder ab dem 5. Januar. Ab dem 5. Januar werden nur noch vollständig geimpfte Personen einreisen können. Zusätzlich dazu wird ein PCR-Test benötigt, der nicht älter als 72 Stunden alt ist. Ja, Kinder unter 12 Jahren oder Personen, die aus medizinischen Gründen keine Impfung haben und dies zertifiziert nachweisen können, benötigen keine Impfung zur Einreise. Für die Einreise nach Kuba ist außerdem eine Erklärung zum Gesundheitszustand notwendig. Seit dem 1. Januar diesen Jahres ist diese verpflichtend über ein Online-Portal auszufüllen. De Viajeros. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Für die Rückreise muss zum jetzigen Zeitpunkt nichts beachtet werden, da Kuba nicht mehr als Hochrisikogebiet gewertet wird. Einzig bei Zwischenlandungen solltet ihr darauf achten, welche Regelungen, also hinsichtlich Transit, es in dem jeweiligen Land gibt. Nun ist es endlich soweit. Unplanmäßig hat es ganze 3 Jahre gedauert, aber nun reisen wir wieder nach Kuba. Im Normalfall war ich mindestens einmal im Jahr in Kuba, aber die letzten 3 Jahre waren für uns alle überraschend. Zumindest die letzten 2. Meine Schwiegermutter hatten wir letztes Jahr zwischendurch eingeladen, aber sie landete genau an dem Tag in Düsseldorf, als Europa einen Einreisestopp für alle Nicht-Europäer verhängt hat. Sie war also nur ein paar Stunden in Düsseldorf und wurde
direkt wieder nach Kuba zurückgeschickt. Dieses Jahr wollten wir Anfang des Jahres fliegen und ich musste meine Urlaubstage immer wieder anpassen, da mein kubanischer Reisepass länger in der Bearbeitung war und dieser dann nochmal nach Havanna zurückgeschickt werden musste, da dieser falsch ausgestellt war. Irgendwann konnte ich meine Urlaubstage, also so an einem langen Urlaubsblock, auch nicht mehr verschieben. Ja. Doch nun ist es endlich soweit. Das neue Jahr beginnt am 1.1. mit der Reise nach Kuba. Wie ich schon erwähnt habe, zum Zeitpunkt, wie dieses Video veröffentlicht wird, befinde ich mich bereits in Kuba. Ich plane eine Vlog-Serie, bei der ich 2 bis 3 Tage zu einem Video zusammenfassen werde. So kann man zumindest sicher gehen, dass irgendwas passiert. Das erste Video kommt am nächsten Sonntag, den 9. Januar um 19 Uhr und startet mit dem lieben Gepäck. Die eigentliche Reise kommt dann im übernächsten Video. Für die Zeit, die ich diese Vlog-Serie machen werde, werde ich 2-mal die Woche ein Video veröffentlichen. Zum Sonntag gesellt sich also der Mittwoch hinzu. Die Uhrzeit bleibt bei 19 Uhr. Ja, so, ihr wisst nun Bescheid. Wenn ihr die Vlog-Serie nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video, spätestens am nächsten Sonntag. Bis dahin, Saludos, ciao.